Ein ereignisreicher Tag in unserem virtuellen Ferienlager geht zu Ende. Und was macht man dann? Klar, man setzt sich ans Lagerfeuer und lässt sich eine Geschichte vorlesen. Das werden wir jetzt an den folgenden Abenden für euch tun. Wir vom Theater Ex Libris, das sind Philipp und ich bin Christoph. Und die Geschichte, die wir ausgesucht haben, heißt Das Gespenst von Canterville und ist von Oscar Wilde. Die Geschichte ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen gruselig und geht ein bisschen ans Herz. Also eigentlich alles, was man von einer guten Geschichte braucht. Erster Teil. Der amerikanische Botschafter. Man schrieb den 9. April des Jahres 1887, als die Gattin des amerikanischen Botschafters in London das alte England endgültig und vollkommen satt hatte. Besonders gemocht hatte sie das Land, das einen ganzen Ozean weit entfernt am anderen Ende der Welt lag, nie besonders. Schon bei ihrer Ankunft waren sie und ihr Mann von einem Empfangskomitee aus Nebel und Regen begrüßt worden, das nach dieser stürmischen Begrüßung noch wochenlang über ihrem neuen englischen Haus herumgelungert hatte. Wobei sich der Name Neues Haus für diese Scheußlichkeit von einem Gemäuer eigentlich verbot, befand die Gattin des amerikanischen Botschafters. Das Haus war älter als alle Häuser, die es in ihrer Heimat gab, was andere Leute vielleicht besonders reizvoll finden mochten. Sie fand es einfach nur entsetzlich unmodern. Die Gattin des amerikanischen Botschafters hatte sich nie etwas aus Schlössern und Burgen gemacht, war nie für die alte Geschichte des Landes zu begeistern gewesen und hatte sich auch mit der englischen Küche nie so recht anfreunden können. Und wenngleich sich die Menschen in diesem Land angeblich einer Sprache bedienten, die dieselbe sei wie die in Amerika, so hatte sie die Leute hier doch nie richtig verstehen können. Als nun am Morgen des bereits erwähnten 9. April die Gattin des amerikanischen Botschafters in London im Bad nur kaltes Wasser vorfand, weil es wohl ein Problem mit dem Ofen gegeben hatte, sie einen Spaziergang unternahm und auf diesem nicht einmal, sondern gleich zweimal von Hagel überrascht wurde und sie sich dann zu Mittag noch an einer steinharten Hackfleischpastete mit Minzsoße verschluckte, da hatte sie von diesem alten Land endgültig die Nase und, natürlich bedingt durch die Hackfleischpastete, auch den Rachen ordentlich voll. Sie packte ihre Koffer und wies ihren Mann an, seine Tätigkeit in der Botschaft mit sofortiger Wirkung niederzulegen und mit ihr nach Amerika zurückzukehren. So kam es, dass der recht unverhofft frei gewordene Posten als amerikanischer Botschafter in England wenige Wochen später einem Mann mit dem recht ungewöhnlichen Namen Hiram B. Otis angeboten wurde und dieser Mann den Posten auch unverzüglich antrat. Denn dieser Mr. Hiram B. Otis freute sich ungemein auf die neue Stelle in dem alten Land und er war, geboren und aufgewachsen in New York, ganz erpicht darauf, jetzt auch einmal das alte York kennenzulernen. Mr. Otis war auf Anhieb so verliebt in die alte Insel, dass er schon wenige Monate nach seinem Eintreffen beschloss, Grundbesitz und Wohnstatt in England zu erwerben. Als er aber beschloss, Schloss Canterville zu kaufen, da sagte ihm jeder, dass er sehr töricht daran täte, da es in diesem Schloss ohne Zweifel spuke. Sogar Lord Canterville selbst, der Mann, der das Schloss ja loswerden wollte, hatte es als seine Pflicht erachtet, Mr. Otis gegenüber den Spuk zu erwähnen, ehe sie den Verkauf abschlossen. Wissen Sie, Mr. Otis, meine Frau und ich, wir haben selbst nie in diesem Schloss gewohnt, sagte Lord Canterville. Meine Großtante Isobel, sie ist hier einst vor Schreck in Krämpfe verfallen, von denen sie sich nie wieder erholt hat, weil sie sagt, ein Skelett habe ihr beide Hände auf ihre Schultern gelegt, als sie gerade beim Ankleiden war. Ich fühle mich verpflichtet, es Ihnen zu sagen, Mr. Otis, dass dieser Geist nicht nur von meiner Großtante, sondern von verschiedenen Mitgliedern meiner Familie gesehen worden ist, sowie auch von einem Geistlichen unserer Gemeinde, und der hat seinen Doktor immerhin in Cambridge gemacht. Nach dem Malheur mit meiner Großtante wollte keiner unserer Dienstboten mehr bei uns bleiben und Lady Canterville konnte seitdem des Nachts häufig nicht mehr schlafen.
vor lauter unheimlichen Geräuschen, die vom Korridor und von der Bibliothek her kamen. Milord, antwortete Mr. Otis, ich will aber doch die ganze Einrichtung des Schlosses kaufen. Also, daher würde ich sogar einen Geist mitkaufen. Ich meine, wenn es denn einen gäbe. Mr. Otis, bitte, so glauben Sie mir doch, das Gespenst existiert wirklich. Also verzeihen Sie meine Skepsis, geschätzter Lord Canterville, aber sehen Sie, daheim bei uns in Amerika, da haben wir alles, was man für Geld kaufen kann. Und daher versichere ich Ihnen, gäbe es hier in England wirklich noch sowas wie ein Gespenst, ja, so hätte es längst ein findiger amerikanischer Geschäftsmann gekauft, um es drüben bei uns in einem Museum oder auf einem Jahrmarkt zu zeigen. Mr. Otis, seit nunmehr 300 Jahren geht das Gespenst auf Schloss Canterville. Genau gesprochen seit 1584. Und es erscheint regelmäßig. Immer kurz bevor ein Mitglied unserer Familie stirbt. Oh, ja, das kenne ich. In meiner Familie kommt auch vor jedem Todesfall noch mal jemand vorbei. Tatsächlich? Wer ist es bei Ihnen? Dr. Latimer, unser Hausarzt. Also wirklich, bitte, Mr. Otis. Scherz beiseite, Lord Canterville. Es gibt keine Gespenster. Und ich meine, dass die Gesetze der Natur in England doch die gleichen sind wie in Amerika, oder? Wenn Sie meinen, Mr. Otis? Jedenfalls habe ich Sie gewarnt. Wenige Wochen später war der Kauf abgeschlossen und Mr. Otis zog mit seiner Familie auf Schloss Canterville ein. Seine Gattin, Miss Lillian Otis, war eine sehr hübsche Frau in mittleren Jahren mit schönen Augen und einem tadellosen Profil. Sie besaß eine vortreffliche Gesundheit, einen hervorragenden Unternehmungsgeist und Abenteuerlust, war also in jeglicher Hinsicht gänzlich anders als die Gattin des letzten amerikanischen Botschafters in England. Ihr ältester Sohn, den Mr. und Mrs. Otis in einem entsetzlichen Anfall von Patriotismus Washington genannt hatten, war ein blonder, hübscher junger Mann, der als vorzüglicher Tänzer galt, im Übrigen aber außerordentlich vernünftig war. Seine jüngere Schwester, Miss Virginia Otis, war 15 Jahre alt, graziös und lieblich wie ein junges Reh, mit schönen, klaren, blauen Augen. Sie saß brillant zu Pferde und hatte einmal auf ihrem Pony bei einem Wettrennen im Park einen alten Lord hinter sich gelassen, dessen Familie schon seit 15 Generationen Pferde züchtete. Nach Virginia kamen noch die kleinen Zwillinge, William und Gerald, die der Einfachheit halber allerdings Billy und Jerry gerufen wurden. Die beiden waren ganz entsetzlich entzückend anzusehen. Sobald man ihnen allerdings den Rücken zukehrte, hatten die Zwillinge nichts als entsetzlichen Unfug in ihren sich bis aufs Haar gleichenden Köpfen. Der erste Tag, den Familie Otis auf Schloss Canterville zubrachte, war ein wundervoller Tag im Juli. Die Luft war voll vom frischen Duft der nahen alten Tannenwälder. Aus den Wipfeln der Bäume klang das Lied zahlloser Vögel und ein bunt glänzender Fasan raschelte durch die hohen Farnkräuter am Wegesrand und Eichhörnchen blickten neugierig von den hohen Buchen herab. Dieses idyllische Aufgebot war allerdings mit einem Schlag vorbei, als sich knatternd das Automobil der Amerikaner dieser Szenerie näherte. Die Vögel verließen aufgeschreckt vom Lärm hektisch flatternd die Baumkronen, wilde Kaninchen ergriffen die Flucht ins Unterholz und allein ein besonders mutiges Eichhörnchen beobachtete das laut tösende Gefährt auf seiner Fahrt in Richtung des Schlosses. Als Mr. Otis schließlich in den Park vor Schloss Canterville einbog, zogen plötzlich dunkle Wolken auf. Die Luft schien gleichsam stillzustehen. Ein großer Schwarm Krähen flog lautlos über ihre Häupter dahin. Und noch ehe das Automobil das Haus erreichte, fiel der Regen in dicken, schweren Tropfen herab. Auf der Treppe vor dem Haus wurde die Familie Otis von einer alten Frau in schwarzer Seide mit weißer Haube und Schürze in Empfang genommen. Mrs. Umney, die Hauswirtschafterin, die Mrs. Otis auf Lady Cantervilles inständiges Bitten in ihrer bisherigen Stellung behalten wollte. Die alte Dame machte vor jedem einen tiefen Knicks, als sie nacheinander ausstiegen, und sagte zu jedem in einer eigentümlich altmodischen Art: »Ich heiße Sie auf Schloss Canterville willkommen.« Die Familie Otis folgte Mrs. Umney ins Haus, durch die schöne alte Eingangshalle in die Bibliothek, ein langes, niedriges Zimmer mit Täfelung von schwarzem Eichenholz und einem großen, bunten Glasfenster.
Hier war der Tee für die Herrschaften gerichtet, und nachdem sie sich ihrer Mäntel entledigt hatten, setzte sich die Familie Otis und man sah sich um, während Mrs. Umney sie bediente. Da bemerkte Mrs. Otis plötzlich einen großen roten Fleck auf dem Fußboden, gerade vor dem Kamin. Und in völliger Unkenntnis von dessen Bedeutung sagte Mrs. Otis zu Mrs. Umney: »Ah, gute Mrs. Umney, ich fürchte, da hat jemand aus Unvorsicht etwas verschüttet.« »Das, gnädige Frau«, erwiderte die alte Haushälterin, »ist das Blut von Lady Eleanor de Canterville, welche hier an dieser Stelle von ihrem eigenen Gemahl, Sir Simon de Canterville, im Jahre 1575 ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um 9 Jahre und verschwand dann plötzlich unter ganz geheimnisvollen Umständen. Sein Leichnam ist nie gefunden worden, aber sein schuldbeladener Geist geht noch jetzt hier im Schlosse um. Der Blutfleck wurde schon oft von Reisenden bewundert und der Fleck kann durch nichts entfernt werden.« »Ha, das glaube ich nicht«, rief der junge Washington Otis. »Pinkertons Universalfleckenreiniger wird den Fleck im Handumdrehen beseitigen.« Und noch ehe die erschrockene Haushälterin den Jungen zurückhalten konnte, kniete Washington Otis schon am Boden und scheuerte die blutrote Stelle. Und siehe da, in wenigen Minuten war von dem Fleck nicht mehr die geringste Spur zu sehen. »Na, wusste ich's doch, dass man es mit Pinkerton wieder rauskriegt.« Aber kaum hatte der junge Washington diese Worte gesagt, da erleuchtete ein greller Blitz das düstere Zimmer und tosender Donnerschlag ließ alle in die Höhe fahren. Oh! »Englisches Wetter, großartig«, sagte der amerikanische Botschafter begeistert. »Mr. Otis, ich habe mit eigenen Augen gesehen, Sir, dass jedem Menschen die Haare davon zu Berge stehen würden. Solch schlimme Dinge. Und manche Nacht habe ich hier im Schloss kein Auge zugetan, aus Furcht vor dem Schrecklichen, das hier geschehen ist.« »Wir fürchten uns nicht vor Spuk, Mrs. Umney.« »Möge der Herr Sie segnen und behüten, Mr. und Mrs. Otis, und Ihre Kinder natürlich auch, wenn Sie mich dann entschuldigen würden.« »Ja, natürlich, Mrs. Umney.« Zitternd schlich die alte Dame aus dem Zimmer. Der Sturm wütete die ganze Nacht hindurch, aber sonst ereignete sich nichts von besonderer Bedeutung. Am nächsten Morgen jedoch, als die Familie zum Frühstück herunterkam, entdeckte Washington Otis, dass der fürchterliche Blutfleck über Nacht zurückgekehrt war. »Mom! Dad! Seht euch das an! Ich weiß doch ganz genau, dass ich den Fleck mit Pinkertons Fleckenreiniger vollständig entfernt hatte. Ihr habt es doch auch gesehen, nicht wahr? Heißt das, es gibt doch ein Gespenst?« Die Frage blieb unbeantwortet. Washington Otis rieb nun zum 2. Mal den Fleck weg, aber am nächsten Morgen war er wieder zurückgekehrt. Ebenso am 3. Morgen, obwohl Mr. Otis die Bibliothek am Abend vorher abgeschlossen und den Schlüssel in seiner Tasche gesteckt hatte. In der darauffolgenden Nacht erwachte Mr. Otis gegen 1 Uhr von einem Geräusch auf dem Korridor vor seiner Tür. Es klang wie das Rasseln von Metall und schien mit jedem Augenblick näher zu kommen. Der Botschafter stand verschlafen auf und zündete Licht an. Das sonderbare Geräusch war noch immer zu hören. Und jetzt vernahm er auch deutlich Schritte. Mr. Otis zog seine Pantoffel an und öffnete die Tür. Da sah er, sich direkt gegenüber im blassen Schein des Mondes, der durch das Fenster einfiel, einen Mann von ganz grässlichem Aussehen auf dem Gang stehen. Die Augen des Alten waren glühend rot wie brennende Kohlen. Langes graues Haar fiel in wirren Locken über seine Schultern. Seine Kleidung von altmodischem Schnitt war beschmutzt und zerrissen. An den Händen und Füßen des Alten hingen schwere, rostige Ketten, die bei jeder Bewegung das grässliche Geräusch veranstalteten, das Mr. Otis um den Schlaf gebracht hatte. »Guter Mann«, sprach Mr. Otis ihn verschlafen, aber doch recht freundlich an.
Können Sie bitte Ihre Ketten etwas einölen, wenn Sie hier nachts auf dem Gang damit herumlaufen? Ich meine, bei diesem Lärm bekommt man ja kein Auge zu. Warten Sie mal, ich stelle Ihnen gleich eine kleine Flasche Rising Sun Schmieröl hier auf den kleinen Tisch dort vorne, ja? Der Hersteller sagt, dass schon ein einmaliger Gebrauch genügt und auf dem Etikett stehen ganz großartige Zitate von Leuten, die das Mittel auch ausprobiert haben. Der amerikanische Botschafter verschwand kurz in seinem Zimmer, dann kehrte er mit dem angekündigten Fläschchen in der Hand zurück, stellte es auf den kleinen Tisch, auf den gerade ein Streifen Mondlicht fiel, murmelte noch ein Gute Nacht und legte sich dann wieder in sein Bett. Das Gespenst von Canterville, das mit Ketten behängt in dem Gang vor dem Schlafzimmer des Botschafters stand, war für einen Augenblick ganz starr. Dann blinzelte es ungläubig mit seinen rotglühenden Augen, die jetzt eher verwundert als erschreckt reinblickten. Und dann sagte es: Oh, also das ist ja... Oh! Dann ergriff das Gespenst die Flasche, schleuderte sie wütend zu Boden, ohne dass diese zerbrach, denn Rising Oil kam in einem bruchsicheren Qualitätsglas daher, und ging den Weg zurück, den es gekommen war, wobei es ein kehliges Schimpfen ausstieß und ein gespenstisch grünes Licht um sich herum verbreitete. Als es am Ende des Korridors die große Treppe erreichte, die hinunter in die Eingangshalle führte, öffnete sich plötzlich eine weitere Tür, zwei kleine, weiß gekleidete Gestalten stürmten auf den Gang, kicherten und warfen ein großes Kissen nach dem Geist, das seinen Kopf nur um Haaresbreite verfehlte. Erschrocken griff das Gespenst die Flucht, indem es sich durch die nächstgelegene Wand bewegte, und schlagartig wurde es wieder ruhig auf Schloss Canterville, abgesehen von dem ohrenbetäubenden Kichern der Zwillinge, das noch eine ganze Weile andauerte. Als das Gespenst ein kleines geheimes Zimmer im Westflügel erreicht hatte, lehnte es sich erst einmal erschöpft gegen einen Mondstrahl, um wieder zu Atem zu kommen. Dann versuchte es sich seiner Lage klar zu werden. Niemals zuvor in meiner glänzenden 300-jährigen Karriere als Gespenst auf Schloss Canterville bin ich derart grob beleidigt worden wie von diesen amerikanischen Neuankömmlingen. Wie können die es nur wagen, so mit mir umzuspringen? Die Herzogin Mutter, oh ja, die wusste noch, wie man sich verhält, wenn man ein Gespenst erblickt. Krämpfe haben sie geschüttelt, 1744, als sie nur in Spitze und in ihre Diamantkette gekleidet vor dem Spiegel stand und ich ihr zur Abwechslung meine Ketten anreichte. Oder die 4 Hausmädchen, die im Spätherbst 1802 hysterisch kreischten, als ich sie durch die Vorhänge eines der Schlafzimmer im 2. Stock hindurch bloß anlächelte. Oh, oder der Pfarrer der Gemeinde, dessen Licht ich eines Nachts im Jahre 1828 oder 29 ausblies, als er spät aus der Bibliothek kam und der seitdem beständig bei dem guten Dr. Gall in Behandlung war, wegen seiner Nervenstörung. Und die alte Madame, die französische Dame, die, als sie an einem Morgen im Jahre 1789 früh aufwachte und in ihrem Lehnstuhl am Kamin mich als Skelett sitzen sah, das in ihrem Tagebuch las. Nach diesem Schrecken wurde die französische Madame eine treue Anhängerin der Kirche und verwarf all die Ideen an Revolution für immer. Mit der Begeisterung eines wahren Künstlers dachte das Gespenst an seine hervorragendsten Rollen zurück, in denen er den Schlossbewohnern Angst und Schrecken eingejagt hatte, an den Roten Ruben oder an sein Debüt als Riese Gibeon, der Blutsauger von Bexley Moor, und an das Spektakel, das er an einem schönen Juliabend veranstaltet hatte, als er die eigenen Knochen auf dem Tennisplatz wie Kegel aufgestellt hatte und dann mit dem eigenen Kopf damit gebowlt hatte. Und nach alledem kommen jetzt diese elenden, modernen Amerikaner und bieten mir Rising Sun Oil für meine Ketten an und werfen mir Kissen an den Kopf. Eine Unverschämtheit, nicht auszuhalten. Noch nie zuvor in der gesamten Weltgeschichte ist ein Gespenst derart behandelt worden.
Aber wartet nur ab, ihr neuen Schlossherren. Meine Rache wird fürchterlich. Und wie die Rache des Gespenstes von Canterville aussieht, das erfahrt ihr morgen.